Hallo meine Freunde, hola Madridistas, die Länderspielpause ist vorbei, unsere Jungs befinden sich wieder in Madrid und bereiten sich auf das Spiel morgen um 3:45 in San Sebastian vor. Und heute in dem Video unterhalten wir uns über die Aktualität von Real Madrid. Wir unterhalten uns unter anderem über Eduardo Camavinga. Wir unterhalten uns über brandheiße Informationen aus der Champions League, die euch interessieren dürften. Dann hat das spanische CTA gestern eine Neuheit veröffentlicht. Sie haben einen Podcast, wo sie Fehler der letzten Spieltage aussuchen und bewerten. Und dreimal dürft ihr raten, wer mal wieder von einem Schiedsrichterfehler profitiert hat. Jetzt ist der Moment, wo man Überraschung spielen muss. Ja, und zu guter Letzt gibt es neue Informationen rund um den Prozess von Raúl Asensio. Also, wie gesagt, ein vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, wie eben gesagt, morgen um 3:45 das erste wirklich schwere Spiel in dieser Saison für Real Madrid. Auswärts in San Sebastian gegen Real Sociedad. Da war es noch nie einfach. Trotz alledem hat Real Madrid in den letzten Auswärtsspielen gute Ergebnisse eingefahren. 3 Siege in den letzten 3 Spielen. Unter anderem letzte Saison, wo wir mehr Glück als Verstand hatten. Oder davor das Jahr, wo Arda Güler das Spiel für Real Madrid entschieden hat. Ja, wie sieht der Tagesablauf von Real Madrid heute aus? Heute um 14:30 Uhr wird Xabi Alonso die Pressekonferenz zu dem Spiel geben. Wenn es da was Interessantes gibt, werdet ihr es morgen in meinem Video erfahren. Direkt im Anschluss wird das Mannschaftstraining stattfinden. Das heißt, heute kein Vormittagstraining. Das Training findet so gegen 15 Uhr, 15:30 Uhr in Valdebebas statt. Und dann um 19 Uhr startet die Expedition nach San Sebastian. Die Jungs übernachten heute da. Ist normal, wenn, wie gesagt, morgen ist das Spiel bereits um 3:45. Ja, das ist der Tagesablauf für unsere Jungs heute. Wer daran nicht teilnehmen kann, also zumindest nicht an der Reise, ist leider Eduardo Camavinga. Und das, obwohl es so aussah, als wenn er morgen zum ersten Mal nominiert gewesen wäre in dieser Saison. Aber schlechte Nachrichten. Mario Cortegana hat gestern veröffentlicht: Real Madrids Mittelfeldspieler Camavinga wird voraussichtlich gegen Real Sociedad nicht zur Verfügung stehen. Geplant war seine Rückkehr am Samstag, doch eine Syndesmose-Erkrankung verzögert den Prozess. Bellingham, Endrick und Mendy sind ebenfalls nicht im Rennen. Also das sind zunächst einmal schlechte Nachrichten für Real Madrid. Insbesondere ein Eduardo Camavinga stand wirklich kurz davor, wieder Teil der Mannschaft zu sein. Hätte dieses Wochenende vielleicht auch einem Fede Valverde eine Pause gönnen können, ab der 60. oder wann auch immer, der, wie wir wissen, gestern Nacht erst gelandet ist oder heute Morgen nach dem Flug aus Uruguay. Also, wie dem auch sei, es ist nichts Schlimmeres. Wir hoffen, dass er im nächsten La Liga-Spiel wieder dabei ist. Ja, dann gibt es eine prickelnde neue Information zur Champions League. Und ohne, dass ich zu viel verrate, ich glaube, ihr seht mein Grinsen schon, hören wir uns mal die Information an, die es gestern in La Cadena SER in Spanien gab. Sehr gut. Ja, genau. Morgen in Albanien, in Tirana, findet das Exekutivkomitee der UEFA statt, bei dem bekannt gegeben wird, dass das Estadio Metropolitano, das Stadion von Atletico Madrid, das Finale der Champions League 2027 ausrichten wird. Das war bisher noch nicht bestätigt, aber morgen wird es offiziell gemacht. Nein. Nach dem Finale in Lissabon, nach dem Finale in Milan, nach dem Hattrick von Cristiano Ronaldo, nach dem Tor von Chicharito, nach der Doppelberührung von Julian Alvarez, Real Madrid wird es doch nicht wieder tun, oder? Das Champions League Finale nächstes Jahr im Wanda Metropolitano. Ich glaube, jeder Atletico Madrid Fan hat jetzt schon Schweißtropfen auf der Stirn. Real Madrid kann es doch nicht noch einmal tun. Also, naja, ich glaube, als Madridistas brauchen wir keine extra Motivation, um die Champions League gewinnen zu wollen. Aber stellt euch mal vor, in dem Stadion, wo unsere Spieler beworfen wurden, beschmissen etc. pp. Stellt euch mal vor, ein Dani Carvajal oder ein Federico Valverde heben den Champions League. Gänsehaut, ich kann gar nicht drüber nachdenken.
Also wenn eine Mannschaft es schafft, ich erinnere mich immer noch daran, wie Xabi Alonso nach dem Tor von Sergio Ramos von der Mittellinie zur Eckfahne gelaufen ist. Ja, wäre irgendwie passend, wenn Xabi Alonso als Trainer seine Champions League dort im Stadion von Atletico Madrid holt. Eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ja, dann habe ich euch annonciert, die spanische CTA, das Schiedsrichterwesen, möchte viel verändern, ohne wirklich etwas zu verändern. Madrid versucht seit Jahren, dass die ganzen Schiedsrichter, die unter Negreira ihre Karriere gemacht haben, dass die sich jetzt mal einen anderen Job suchen oder woanders pfeifen in anderen Ländern, aber nicht mehr in der spanischen Liga, wo sie beeinflusst sind. Naja, wie dem auch sei, das Einzige, was die spanischen Schiedsrichterwesen geändert hat, ist, es gibt einen neuen Podcast. Und in diesem Podcast werden strittige Situationen aus den letzten Spieltagen ausgewählt und die erklären, ob ein Fehler passiert ist vom Schiedsrichter oder ob der Schiedsrichter alles richtig gemacht hat. Ja, und welch Wunder, eine Situation, wo wir alle gesagt haben, das kann der Schiri doch nicht machen. Der kann doch beim Spiel Mallorca gegen Barcelona das Spiel nicht weiterlaufen lassen, wenn ein Spieler am Kopf unten im Gras liegt, weil er gerade einen Ball ins Gesicht bekommen hat. Naja, hören wir uns mal die Profis an, was die zu dieser Situation zu sagen haben. Erster Spieltag, Mallorca gegen den Fußballclub Barcelona. Wie kann uns diese Spielsituation helfen, das Protokoll bei Gehirnerschütterungsvorfällen zu verstehen? Die Regel ist eindeutig. Bei einem Schlag auf den Kopf steht der Spieler an erster Stelle. Wie ihr seht, bekommt ein Verteidiger von Mallorca den Ball an den Kopf und bleibt in seinem Strafraum liegen. Wenige Sekunden später erzielt ein Angreifer von Barcelona ein Tor. Was besagt das Protokoll? Dass bei jedem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung der Schiedsrichter das Spiel sofort unterbrechen muss, damit der Spieler behandelt werden kann. In dieser Situation ließ der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen, aber der Schlag gegen den Verteidiger hätte das sofortige Stoppen des Spiels erfordert. Nur wenn der Torschuss direkt nach dem Aufprall erfolgt wäre, würde das Tor zählen. Daher wäre die richtige Entscheidung gewesen, das Spiel zu unterbrechen. Diese Szene erinnert uns daran, dass die Sicherheit des Spielers immer an erster Stelle steht. Alles andere kommt danach. Oh nein, der FC Barcelona wurde mal wieder bevorzugt. Wer hätte das denn denken können bei den ganzen Statistiken, die seit 20 Jahren zeigen, dass die immer bevorzugt werden? Aber auf TikTok heißt es doch Madrid und auf YouTube-Kommentaren etc. So. Ich sag immer wieder, der größte Erfolg des Teufels war es, die Menschen davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Und ich glaube, der größte Erfolg, den der FC Barcelona in den letzten Jahren hatte, war, dass er mit seinen 7,5 Millionen Euro, die er an die Presse gezahlt hat, ich glaube, die waren noch besser investiert als an den Schiedsrichter-Vizepräsidenten. Denn die Presse, die hat dieses Gerücht geschürt, dass Real Madrid immer bevorzugt wird, obwohl Zahlen, Daten und Fakten genau beweisen, dass es andersrum ist. Und auch an diesem Spieltag, direkt am ersten Spieltag in der neuen La Liga, wen wundert es, wurde der FC Barcelona wieder bevorzugt. Und was bringt uns jetzt diese Information? Kriegt jetzt Mallorca die Punkte zurück? Kriegt Barcelona die Punkte weg? Nee. Also, was hilft uns diese Erkenntnis? Und was auch die Strategie vom FC Barcelona ist, insbesondere von den Influencern rund um den FC Barcelona, ist, Skandale zu erfinden, damit es so aussieht, als wenn der FC Barcelona benachteiligt wird. Irgendwie müssen sie ja verstecken, dass sie in Wahrheit bevorzugt werden. Ja, und es wurde versucht, einen Skandal zu finden am zweiten Spieltag in Levante, als Balde den Schuss von Levante mit der Hand gehalten hat. Ja, schauen wir uns mal an, was das Schiedsrichterwesen dazu zu sagen hat. Zweiter Spieltag, Levante gegen Barcelona. Wir wollen in dieser Szene eine Situation eines Handspiels verstehen. Das Entscheidende hier ist die Bewegung des Arms. Was passiert? Der Arm befindet sich zunächst in einer tiefen Position und hebt sich, während der Angreifer zum Schuss ansetzt, bis er im rechten Winkel zum Körper steht. Das ist eine Position, die im Spiel nicht natürlich ist. Diese Bewegung führt dazu, dass der Verteidiger absichtlich den Raum vergrößert, den er einnimmt, und mit dem Arm einen Ball... Auch dafür bräuchte ich kein CTA. Meine Augen haben gesehen, was er gemacht hat. Die Hand war parallel oder 90 Grad zum Körper. Da hat eine Hand nichts zu suchen. Er vergrößert die Körperfläche. Der Ball wäre aufs Tor gegangen. Und aus so einem glasklaren Elfmeter hat tatsächlich die Barca-Fanbase versucht, einen Skandal zu entwickeln. Naja, wie gesagt, die Gründe dahinter kennen wir ja. Ja, und dann gibt es eine Situation, die mich sehr interessiert hat, und zwar das Tor von Arda Güler. Hören wir uns da mal die Argumentation des CTAs an. Kommen wir zu einer Szene zwischen Real Madrid und Mallorca. In dieser Szene werden wir die Regel zu Toren, die nach einem Handkontakt erzielt werden, noch einmal durchgehen.
Ein Spieler von Real Madrid erzielt ein Tor, nachdem der Ball seinen Arm berührt hat und der Torwart von Mallorca den ersten Schuss abgewehrt hat. Die Regel, die seit mehreren Saisons angewendet wird, ist in der gesamten Fußballwelt bekannt. Was besagt die Regel? Ein Spieler begeht ein Vergehen, wenn er ein Tor erzielt, nachdem der Ball unmittelbar zuvor seine Hand oder seinen Arm berührt hat, selbst wenn dies unbeabsichtigt geschieht. In dieser Spielsituation und auch wenn es sich um einen zweiten Schuss handelt, gehört aufgrund der kurzen Zeitspanne und der Art und Weise, wie die Aktion abläuft, alles zur gleichen Aktion und erfüllt das Kriterium der Unmittelbarkeit, selbst wenn der Abschluss nach einem Abpraller vom Torwart oder vom Pfosten erfolgt. Daher ist die endgültige Aberkennung des Tores nach dem Eingreifen des VAR die richtige Entscheidung. Zur Erinnerung, wäre in derselben Situation der Spieler von Real Madrid nicht zum Torabschluss gekommen, sondern hätte einem Mitspieler einen Pass gespielt und dieser hätte ein Tor erzielt, wäre das Tor regulär gewesen. Ja, ihr habt es selber gehört. Das CTA sagt, es war unmittelbar vor dem Tor, deshalb war es richtig aberkannt. Naja, für mich ist unmittelbar, wenn er den Ball an die Hand kriegt und er ins Tor geht oder er geht an die Hand und er schießt. Aber in der Sekunde, in dem der Ball von der Hand geht, der Torwart hält den, der wird nochmal abgefälscht, landet nochmal bei Arda, der schießt ihn nochmal rein. Das ist unmittelbar? Naja, wie dem auch sei, ich bin ja mit der Situation einverstanden, wenn das ab jetzt den Rest der Saison auch so gepfiffen wird. Ich möchte nicht wieder so eine Saison erleben, wo es hieß, jeder Tritt in die Achillessehne ist eine rote Karte und das wurde nur am ersten Spieltag gegen Real Madrid, gegen Luka Modric so gehandelt, dass der Kroate eine seiner einzigen roten Karten seiner Karriere bekommen hat und ab dem zweiten, dritten Spieltag durfte jeder wieder in die Achillessehnen treten, ohne dass was passiert. Naja, wie dem auch sei, ich will doch nur, dass alle gleich behandelt werden. Sind wir mal gespannt, wie es im Laufe der Saison läuft. Ja, und zu guter Letzt habe ich euch gesagt, es gibt auch neue Informationen rund um den Prozess von Raúl Asensio. Ich glaube, jeder, der diesen Kanal schon länger verfolgt, weiß inzwischen, was damals passiert ist in Las Palmas. Es waren 4 Spieler von Real Madrid unterwegs, aus der Jugendabteilung, um das klarzustellen. 3 sind mit 2 Mädels weggegangen, haben da Erwachsenen-Sachen gemacht. Die Jungs haben das aufgenommen, ohne das Wissen von diesen Mädels und haben das verbreitet. Raúl Asensio hat nicht mitgemacht, Raúl Asensio hat kein Video gemacht, Raúl Asensio war nicht mal anwesend, wo das passiert ist. Der war nur auf der gleichen Insel. Naja, okay, der war auch im gleichen Hotel, so ehrlich muss ich sein. Der war aber mit einem anderen Mädel, was über 18 war, am Pool. Also hat mit dieser ganzen Situation nichts zu tun. Das Einzige, was Asensio gemacht hat, als er mitgekriegt hat, diese Videos sind im Umlauf, hat er von dem Freund von einem dieser Mädels gesagt, hör mal, von deiner Freundin sind Videos unterwegs. Und der Freund hat ihm gesagt, zeig mir mal dieses Video. Asensio hatte dieses Video nicht. Er hat dann seinen Kumpel gesagt, schick mir mal bitte dieses Video per Instant Message, dass man das nur einmal sehen kann. Hat das dann dem Freund gezeigt, damit er sieht, was es für ein Video von seiner Freundin gibt. Ja, und das war der Fehler von Raúl Asensio. Ihm wird dadurch vorgeworfen, dass er Kipo verbreitet hätte. Naja, verbreitet, er hat es einem gezeigt, aber die Richter müssen das entscheiden, ob es richtig oder falsch war. Und es gab 2 Opfer. Das eine Opfer war zur Tatzeit 16, das andere Opfer war zur Tatzeit 18. Ja, und dieses 18-jährige Mädchen hat gestern einen Brief ans Gericht geschrieben. Was der Inhalt ist, hören wir uns zusammen einmal an. Hier bei El Partidazo de Cope haben wir erzählt, was damals in jener Hütte passiert ist und was nicht passiert ist, was Raúl Asensio damals nicht getan hat und was er später mit seinem Handy gemacht hat, was die Opfer seitdem gedacht und gefühlt haben. Und heute können wir noch eine weitere Tatsache hinzufügen. Eines der beiden Opfer hat Raúl Asensio vergeben und zieht seine Anzeige zurück. Es handelt sich um das ältere Opfer, das 18-Jährige, das versteht, dass es ein einmaliger Fehler ohne böse Absicht war, ihm vergibt und seine Anzeige gegen ihn zurückziehen möchte. Tatsächlich, ich zitiere, ich nehme die Entschuldigung frei und freiwillig an und spreche meine Vergebung aus. Ich möchte nicht, dass er strafrechtlich bestraft wird. Dies steht in einem Schreiben, das das Opfer selbst, ich betone die 18-Jährige, an das Gericht verfasst hat. Asensio seinerseits erkennt an, dass er einen Fehler gemacht hat und hat den Schaden wieder gut gemacht. Ich zitiere erneut, ich erkenne an, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich möchte mich ausdrücklich und bedingungslos entschuldigen. Dies steht in einem Brief, der ebenfalls diesem Schreiben beigefügt wurde, sowohl von der Anklage
als auch von der Verteidigung von Raúl Asensio gemeinsam. Bei der Offenbarung von Geheimnissen muss man erwähnen, dass die Vergebung des Geschädigten die Strafverfolgung beendet. Das steht in Artikel 201 Absatz 3 des Strafgesetzbuches. Warum sage ich dir das? Weil bei Straftaten Vergeben selten etwas bewirkt, wenn dir vergeben wird, aber in diesem Fall funktioniert es. Und offensichtlich hat Asensio in Bezug auf dieses Opfer weder Vorstrafen noch sonst etwas, als hätte es die Anklage dieses Opfers nie gegeben. Dieses Opfer führt die Anklage gegen die anderen 3 Beschuldigten weiterhin fort. Und offensichtlich bleibt gegen Raúl Asensio noch die andere Anklage bestehen, die des minderjährigen Opfers, das 16 Jahre alt ist, und diese läuft derzeit weiter. Wir werden sehen, wie das alles endet. Und das nächste wäre, wenn alles so weitergeht, die Hauptverhandlung und dass die Justiz ihrem Namen gerecht wird. Ja, ihr habt es selber gehört. Das 18-jährige Mädel hat erkannt, da war keine böse Absicht von Raúl Asensio. Der hatte mit dieser ganzen Tat ja sowieso gar nichts zu tun. Er hat einen Fehler gemacht. Ich schiebe den Fehler darauf, dass er selber sehr jung war. Er war, glaube ich, 20 oder 19, 21, als das passiert ist. Ich gebe selber zu, mit 18, 19, 20, weiß Gott, wenn ein Kumpel mich gefragt hätte, hätte ich vielleicht den Fehler auch gemacht. Inzwischen bin ich über 40 und weiß, dass so etwas in der Nähe von meinem Handy nichts zu suchen hat. Sowas hat auf der Welt überhaupt nichts zu suchen. Also das ist ein ganz anderes Thema. Aber dass du mit 19, 20 Jahren vielleicht noch nicht so weit bist und denkst, komm, ich versuche einem Kumpel zu helfen, da habe ich Verständnis für. Trotzdem hat einer Raúl Asensio sich offen und ehrlich entschuldigt, hat gesagt, das war ein Fehler, der passiert mir nie wieder. Das 18-jährige Mädel hat die Anzeige zurückgenommen an Asensio, an die anderen 3 Burschen nicht. Die haben ja auch wirklich was falsch gemacht. Naja, wie dem auch sei, die Anklage des 16-jährigen Mädels ist noch unterwegs. Ich drücke Asensio die Daumen. Er hat einen Fehler gemacht, aber den Hate, den er abkriegt, in Relation zu dem, was er wirklich getan hat, die anderen 3 haben den Hate verdient. Asensio hätte einen Bruchteil des Haters verdient, den er tatsächlich bekommt. Naja, wie dem auch sei, ich wollte euch die neuesten Informationen geben zu Raúl Asensio und seinem Gerichtsprozess. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch viele neue Informationen gegeben. Dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, seid so nett, lasst ein Like da, teilen, kommentieren. Und wenn ihr noch kein Follow da gelassen habt, ist gratis. Gönnt doch, drückt drauf, würde mich riesig freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen einen Livestream machen kann. Ich versuche mein Bestes. Also, bis morgen. Hola Madrid!